Ja, nach dem langen trockenen Sommer 2018 habe ich dann endlich meinen schon länger befassten Beschluss, eine Rasensprengeranlage einzubauen, auch umgesetzt. Wie ich das Ganze gemacht habe, wie meine Erfahrungen sind, was ich anders machen würde, das möchte ich in diesem Video beschreiben. Zunächst einmal, das Projekt ist abgeschlossen, ist fertig, ich habe alle Sprenger drin. Sieht man zum Beispiel hier. Insgesamt habe ich 3 Kreise angeschlossen. Das hier ist der erste. Mit insgesamt 4 Sprengern, die diese Fläche bewässern. Dann habe ich hier die zweite Fläche. Das ist dieses Stückchen. Und die dritte Fläche ist diese hier unten. Sieht man, der Rasen sieht deutlich kräftiger aus. Hier war im Sommer alles tot, habe ich neu angesetzt. Ja. So, zum Einbau habe ich mich dann entschieden, auf das System von Hunter zurückzugreifen. Das seht ihr jetzt hier, das ist praktisch dieser Rasensprenger. Der dreht hin und her. Unten 3/4 Zoll Anschluss, wird dann einfach in die Erde eingebuddelt, wird angeschlossen und sobald der Wasserdruck kommt, fährt das Teil raus und sprüht. Für die Erde dann 25er Rohr, als Meterware gekauft, 50 Meter Rolle, kann man dann einfach mit der Gartenschere abschneiden, braucht man jetzt kein Spezialwerkzeug. Die Verbindung zwischen dem Rasensprenger und dem Rohr selber erfolgt dann zum Beispiel über so ein flexibles Stück. Eingewickelt mit Teflonband oder ähnlichem. Kann man dann einfach das Rohr praktisch mit dem Rasensprenger verbinden. Zum einen zum Beispiel Fittinge, Pressfittinge auf das Rohr draufgeschoben, festgeschraubt, auf der anderen Seite dann hier kann man direkt dran schrauben. Gibt aber auch einfache Systeme von Gardena zum Beispiel, halbe Umdrehung, Rohr rein, nochmal nachdrücken, halbe Umdrehung wieder zurück, hält dicht. Ganz wichtig, dieser hier, das ist der Schlüssel, der zum Hunter-System dazugehört. Mit diesem Schlüssel wird die Schraube vorne festgestellt, also die Justierschraube, die die Springerweite und die Vernebelung praktisch einstellt, und auf der anderen Seite dieser kleine Plastikschlüssel hier. Damit wird der Wasserdurchlauf erhöht oder abgesenkt, quasi viel oder wenig Wasser, und gleichzeitig dann auch der Radius, wie weit das Ganze gehen soll. Die kommt dann hier oben rein. Zur Planung. Wie gesagt, 3 Kreise, die ich eingebaut habe. Als erstes war natürlich wichtig, wo kommt das Wasser her? Viele Möglichkeiten hatte ich nicht gehabt. Da mein Außenwasseranschluss praktisch hier an dieser Stelle in den Rasen übergeht, habe ich zunächst hier einen neuen Wasserhahn installiert, einen doppelten. Jeweils das Ganze mit Wasseruhren versehen. Auch wenn unser hiesiger Zweckverband diese nicht anerkennt. Für einen selber ist es ganz praktisch zu wissen, wie viel Wasser tatsächlich im Garten versprengt wird. Von hier aus geht das Wasserrohr durch die Absiedlung und dann kommen wir schon zum ersten Punkt, der Verteilerkasten. Der Verteilerkasten selber sieht so aus. Der ist unten offen, dass wenn Feuchtigkeit drin ist, die nach unten einfach absickern kann. Insgesamt habe ich 3 Kreise, wie schon erwähnt, 1, 2, 3, die jeweils über Magnetventile gesteuert werden. Das Ganze kommt aus dem Hause Hunter. Kabel für die Steuerung, das Steuergerät zeige ich euch nachher noch.
Anschluss ist relativ simpel gemacht. Einen vierten Kreis seht ihr hier. Der ist einfach nur mit Abstellhahn versehen. Das 25er Rohr geht dann direkt an unser Poolhaus, um dort eben frisches Wasser direkt mit dem Pool verbinden zu können oder eben eine zweite Wasserzapfstelle nutzen zu können. Tja, im Folgenden passiert jetzt hier eins. Sobald das Steuersignal kommt, wird das Magnetventil geöffnet. Das kann man bei dem System von Hunter auch von Hand machen, mit einer Umdrehung nach links. Und dann passiert praktisch Folgendes: Die Rasensprenger kommen aus der Erde hoch. Da kommt schon der nächste. Drüben sieht man noch die anderen beiden. Und der Rasen wird gesprengt. Es gibt ein Durchlaufventil. Ich mache das mal wieder zu erstmal. Kann man den Durchfluss selber noch einstellen. Also wenn man den Wasserdruck reduzieren möchte oder auf Anschlag hochdrehen möchte. Das ist das Ventil für den zweiten Bereich. Das heißt, dann geht dann da drüben auf der zweiten Fläche die Sprenger an. Und natürlich für den dritten Bereich. Ich mache das Ganze mal wieder zu. Ja. So sieht das Ganze aus, wenn es fertig ist. Wie das Ganze in die Erde kommt, das zeige ich euch anhand einiger Bilder, die ich während der Bauarbeiten geschossen habe. Zunächst ging es um die Installationsbox, die ich eingebaut habe. Der Bereich wurde erstmal freigelegt. Hier seht ihr noch die alten Rohre, die zum Poolhaus schon geführt haben. Die Drainage am Haus, das habe ich erstmal alles rausgebuddelt, beiseite geschafft, um Platz zu schaffen für die Verteilerbox. Das Ganze recht tief, dass die nach oben hin dann bündig abgeschlossen ist, eingesetzt und die Kabel bzw. die Rohre seitlich schon mal zurechtgelegt. Anschließend habe ich die Box dann quasi ebenerdig eingesetzt, geguckt, ob das auch bündig mit der Oberfläche ist und dann eben mit Drainage und mit meinem Zierkies wieder aufgefüllt, dass es anschließend auch ein optisch schönes Bild ergibt. Nun konnte ich dann beginnen mit dem Spaten in einem V-Schnitt die einzelnen Gräben auszuheben. Das heißt, einmal von rechts und einmal von links habe ich dann V-förmig nach unten eine Spatentiefe ausgehoben, die Aushübe beiseite gelegt und freigegraben, um eben die Rohre einzubringen. Die Rohre habe ich vorneweg in der Sonne liegen lassen, damit sie etwas weicher und flexibler werden. Habe sie dann in meine Gräben eingelegt und begonnen, die einzelnen Sprenger von Hunter einzusetzen, zu verbinden mit den Fittings, die es zum System dazu gibt. Und nachdem alles angeschlossen war, habe ich das Ganze zunächst einmal unter Druck gesetzt, um zu schauen, ob das Ganze auch dicht ist. Und als es dicht war, konnte ich dann einfach wieder die Erdstückchen reinsetzen, platt fahren und ja, so sieht es dann hinterher aus. Im dritten Bereich bin ich analog vorgegangen, habe auch die Schächte gezogen, die Rasensprenger installiert, die Rohre reingezogen. Nur der Anschluss dann im Poolhaus war etwas aufwendiger gewesen, weil ich erst durch die Wände durchbauen musste, um das dann von innen anschließen zu können. Die beiden Rohre sieht man hier sehr schön, die dann direkt praktisch oben im Verteilerkasten angebunden werden. Alle beiden Kreise können separat geschalten werden, dass das Steuergerät 1, 2 und 3 jeweils nacheinander startet. Hier ist meine Steuereinheit, direkt verbunden. Die Kabel kommen von hinten direkt durch und hiermit kann ich bis zu 4 Ventile gleichzeitig steuern. Kommt auch von Hunter. Die Einstellung selber ist relativ simpel gemacht. Ich kann auch manuell die einzelnen Sektoren ansteuern. Ich kann einen Zeitbetrieb einstellen. Ich kann anpassen, saisonal, also im Sommer mehr, im Winter weniger. Ich kann ein Regenmesser mit einbinden. Funktioniert alles super, wunderbar. Das war es auch schon mit meinem Video zur Einbau des Hunter Bewässerungssystems. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über einen Klick auf Gefällt mir oder sogar ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.